Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über die Zitate und Sprüche. In diesem Video habe ich 16 Zitate zusammengestellt, die sich mit dem Thema Arbeit und Arbeiten auseinandersetzen. Fangen wir gleich an. Der Weg zum Reichtum liegt hauptsächlich in zwei Wörtern: Arbeit und Sparsamkeit von Benjamin Franklin. Das Recht auf Arbeit ist ein sehr bekanntes Zitat von Charles Fourier. Der Müßiggang, nicht die Arbeit, ist der Fluch des Menschen, schrieb Samuel Smiles. Wir merken also schon, die Zitate im Zusammenhang mit der Arbeit haben einen ganz anderen Charakter als die Zitate, die wir etwa bei Glück, Liebe oder Herzschmerz erleben und vorfinden können. Machen wir weiter. Arbeit gibt uns mehr als den Lebensunterhalt. Sie gibt uns das Leben, schrieb Henry Ford. Das würde nicht jeder unterschreiben, aber lassen wir das einmal so stehen. Angenehm sind die erledigten Arbeiten, meinte Cicero, und da hat er wohl recht. Das können wir alle bestätigen. Tagesarbeit, Abendsgäste, saure Wochen, frohe Feste. Das ist ein sehr bekanntes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Ein gutes Mittel gegen die Managerkrankheit. Stecke mehr Zeit in die Arbeit als Arbeit in deine Zeit, ist ein Zitat von Friedrich Dürrenmatt. Was haben wir noch? Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, meinte Otto von Bismarck. Also wir erleben auch neben den unterschiedlichen Charakter zu vielen anderen Zitatthemen, dass hier auch viele Politiker und viele Volkswirte und Wirtschaftsexperten zu Wort kommen. Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort, ist ein Zitat von Friedrich von Schiller. Das Talent arbeitet, das Genie schafft, ist ein Zitat von Robert Schumann und ist durchaus ein sehr bekanntes sogar, das man immer wieder hört. Hier haben wir ein längeres. Des Reichtums Erwerb ist mit Mühe und Arbeit verbunden, sein Besitz von Furcht und sein Verlust von Schmerzen begleitet. Immer ermüdet und beschwert er die Seele, von Innozenz III. Das ist ein Papst aus dem 12. Jahrhundert. Oder war besser gesagt der Papst im 12. Jahrhundert und ist ein wichtiges Thema, weil viele arbeiten, um reich zu werden und streben danach und lassen keine Gelegenheit aus, um ihren Reichtum noch weiter auszubauen. Und in Wirklichkeit haben sie dann einen riesigen Stress, weil sie Sorge haben, dass sie den Reichtum wieder verlieren können. Das Witzige ist, dass die Armen oft viel besser in ihrer Situation sind, weil sie haben nichts zu verlieren. Sie haben zwar große Probleme, ihre Finanzen klar zu kriegen und das Leben finanzieren zu können, aber wenn sie das halbwegs schaffen, sind sie entspannter als die Reichen. Und darauf hat der Papst hier Bezug genommen. Wer euch sagt, dass ihr anders reich werden könnt als durch Arbeit und Sparsamkeit, der betrügt euch. Der ist ein Schelm, meinte Benjamin Franklin. Und das ist insofern interessant, weil das Zitat ist natürlich schon ein altes, aber wenn man sich politische Diskussionen rund um Arbeit, Wohlstand etc. anhört, dann stellt man fest, dass solche Aussagen immer wieder hochkommen und dass die immer wieder fast schon wie eine Religion dargelegt werden. Das heißt, diese Aussagen, die bleiben stets bestehen. Der Mensch tut nicht alles aus sich selbst.
Er arbeitet auch dem Schicksal in die Hände, meinte Ludwig Anzengruber. So, schauen wir weiter. Für Wunder muss man beten, für Veränderungen muss man arbeiten, ist ein sehr bekanntes und ironisches Zitat von Thomas von Aquin. Wo die Natur nicht will, da ist die Arbeit umsonst, ist ein Ausspruch von Seneca. Und eine komplett andere Zugangssituation zum Thema Arbeit, dass nicht immer alles mit Arbeit überhaupt lösbar ist. Ein eigentlich sehr wichtiges Thema. Und für das Finale habe ich mir natürlich etwas ganz Besonderes überlegt. Es stimmt schon, dass Arbeit noch niemanden umgebracht hat. Doch warum überhaupt dieser Gefahr aussetzen? Meinte der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan. Und diesem Ausspruch schließen sich sicher gerne viele an und das ist auch ein sehr bekanntes Zitat, das immer wieder auch in Diskussionen in den sozialen Medien oder unter Freunden eingesetzt wird. Das kennen sehr viele. Und das waren sie, die 16 Zitate rund um die Arbeit mit komplett unterschiedlichen Zugängen. Und ich denke, ein paar waren unbekannt, ein paar sind natürlich sehr bekannte. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.